Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine Rechenkette basteln könnt. Rechenketten habt ihr vielleicht häufiger schon mal gesehen. Sie sind ideal, um Grundschülern den Zahlenraum von 1 bis 20 näher zu bringen. Selbstgemachte Rechenketten sind dementsprechend ein schönes Geschenk zur Einschulung und man findet sie häufig in der Schultüte. Auf lernförderung.de oder hier oben in diesem Video könnt ihr euch dann nochmal genauer anschauen, wie diese Rechenketten funktionieren, wie man damit rechnen kann und außerdem findet ihr dort auch jede Menge kostenfreier Übungen. Grundsätzlich braucht man für so eine Rechenkette nur 4 mal 5 Perlen. Wichtig ist, dass man mindestens 2 verschiedene Farben hat, man kann aber auch 4 verschiedene Farben nutzen. Die Perlen werden dann immer zu einem Set von 5 Stück aufgefädelt. Meine kleine Rechenkette hat hier noch ein Rechenmonsterchen und wie ihr dieses Rechenmonster nähen könnt, das zeige ich euch jetzt. An Material benötigt man dafür Filz und zwar habe ich hier einmal dünnes Bastelfilz und dann noch ein festeres Filz, das etwa 2 mm dick ist. Aus dem dünnen Filz nähe ich den Körper des Monsterchens, hier diesen Innenteil, aus dem dickeren Filz jeweils die Arme, Beine und die Rückseite. Zusätzlich braucht man, wie gesagt, noch die Perlen, eine Kordel zum Auffädeln oder eine Schnur und ein Gesicht für das Monsterchen. Ich habe hier jetzt mein Gesicht mit dem Plotter ausgeschnitten. Wenn du keinen Plotter hast, kannst du natürlich auch ein Gesicht aus Filz ausschneiden und aufsticken. Das kleine Monsterchen kannst du natürlich mit der Nähmaschine nähen oder auch mit der Hand. Da du hier wirklich nur relativ wenig nähen musst, kann man das auch problemlos mit der Hand nähen. Das Schnittmuster findest du auf funkelfaden.de, ebenso eine gratis Plotterdatei, wenn du das Gesicht mit deinem Plotter ausschneiden möchtest. Ich zeichne jetzt alle Teile einmal auf dem Filz auf. Dafür nehme ich einen ganz normalen Filzstift oder Kugelschreiber, egal was ich gerade so zur Hand habe, und zeichne einmal den größeren Teil auf einem festeren Filz auf, den kleineren Teil auf Bastelfilz und die Arme und Beine auch nochmal aus dem festeren Filz. Dann schneide ich das alles aus. Für das erste Monsterchen habe ich alles tatsächlich mit dem Plotter ausgeschnitten. Filz lässt sich wirklich auch super mit dem Plotter ausschneiden. Aber Filz lässt sich auch genauso gut mit jeder x-beliebigen Schere ausschneiden. Ich habe hier jetzt so eine ganz günstige Schere, die man für 2 € im Dreier-Set bekommt. Reicht wunderbar, um damit Filz auszuschneiden. Sind alle Teile ausgeschnitten, kann ich auch schon das Gesicht aufbügeln. In meinem Fall aufbügeln, weil ich ja alle Teile bereits mit dem Plotter ausgeschnitten habe. Generell gilt ja, dass man Vinylfolie zum Aufbügeln nicht unbedingt in mehreren Schichten übereinander bügeln soll. Deshalb lege ich die Dateien meistens so an, dass sie mit Aussparung arbeiten und man die Teile ineinander legen kann. Bei so ganz kleinteiligen Sachen geht es allerdings auch, wenn man das Vinyl übereinander bügelt. Ideal ist es nicht. Deshalb habe ich jetzt hier erstmal die schwarzen Konturen, bügel die im ersten Schritt auf und danach kommen dann die Augen, die Nase, der Mund und so weiter. Auf Arme und Beine kommen jeweils die Rechenzeichen. Achte da darauf, dass du die Beine und Arme so hinlegst, wie sie auch später liegen und nicht aus Versehen auf die Rückseite vom Bein aufbügelst. Bügeln kannst du mit dem Bügeleisen oder einer Bügelpresse und ganz wichtig, leg immer ein Stück Backpapier dazwischen, weil Filz jetzt auch nicht allzu heiß gebügelt werden kann. Wenn du keinen Plotter hast, kannst du natürlich auch einfach aus Bastelfilz dir ein Gesicht ausschneiden und aufnähen.
Ich arbeite jetzt hier mehrschichtig. Die schwarze Schicht ist aufgebügelt. Jetzt kommen die Augen, Mund und Nase. Auch hier immer darauf achten, dass du Backpapier auflegst, bevor du bügelst, damit dir nicht dein gerade aufgebügeltes Vinyl am Bügeleisen oder deiner Bügelpresse festschmilzt. Wenn du dann alle Schichten aufgebügelt hast, wird als nächstes die Rechenkette gebastelt. Die Rechenkette ist ja eigentlich das Wichtigste. Das Monster ist, wie gesagt, nur Dekoration. Hierfür nimmst du eine Kordel und fädelst immer 5 Perlen einer Farbe auf. Das Ganze 4-mal. Es gibt Rechenketten mit 4 verschiedenen Farben, aber auch welche, wo nur 2 Farben drauf sind und sich dann die Farbwahl wiederholt. Hier habe ich jetzt orangefarbene und schwarze Perlen zu jeweils 5 Stück, die ich auf mein Band auffädel und dann hinten und vorne jeweils mit einem Knoten sicher. Jetzt können wir das Monsterchen auch schon zusammennähen. Dafür legst du Arme und Beine an die richtige Position und steckst im oberen Bereich die Kette rein. Durch den Knoten wird das später nicht herausrutschen. Also ganz wichtig, der Knoten von deiner Rechenkette liegt in der Mitte deines Monsterchens. Nun legst du die Oberseite des Monsterchens mit dem Gesicht auf die Unterseite und steckst alles vorsichtig fest. Jetzt kannst du das Ganze entweder mit einem Zickzackstich an der Nähmaschine festnähen, einmal rundherum, oder auch per Hand. Wenn du alles mit der Nähmaschine zusammennähst, wähle auf jeden Fall einen kleinen und schmalen Zickzackstich und wähle Garn in der Farbe deiner Oberseite. Das sollte dann so aussehen. Jetzt ist die Rechenkette schon fast fertig. Ich habe meine Rechenkette jetzt hier noch an diesem Karabinerhaken befestigt und ein kleines Deko-Element aus ein paar weiteren Perlen auf der anderen Seite vor den Knoten gesetzt. Hier kannst du natürlich auch kreative andere Möglichkeiten finden. Zum Beispiel könntest du deine Rechenkette auch an einem Schlüsselring befestigen. Mir gefällt die Idee mit diesen Rechenketten auf jeden Fall sehr. Ich hoffe, du hattest Spaß an diesem kleinen Tutorial. Vielleicht hast du ja auch Lust, eine Monster-Rechenkette nachzubasteln. In der Infobox findest du nochmal alle Links, unter anderem wie diese Rechenketten funktionieren und wo du das bei Lernförderung nachlesen kannst. Außerdem die Druckvorlage für das kleine Rechenmonster und den Link zu den Gratis-Plotter-Dateien. Wenn du so ein Monsterchen nachgebastelt hast, freue ich mich auf deinen Kommentar oder auch auf Bilder auf jeglichen Social-Media-Kanälen @Funkelfaden. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du ein Like hinterlässt, den Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!